Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Heute habe ich ein Frühstücksrezept mitgebracht und ich kann jetzt schon manche Stimmen hören, die sagen, oh mein Gott, Frühstück am Morgen, bitte lieber nicht. Das ist auch völlig in Ordnung, denn tatsächlich ist es wirklich auch so, und das spielt ja auch eine zentrale Rolle im Ayurvedischen, die einen brauchen morgens Frühstück, um überhaupt in die Gänge zu kommen, und die anderen lassen es lieber aus. Und das ist auch völlig berechtigt, denn tatsächlich ist es ja so, es gibt im Ayurvedischen 3 Typen, nämlich Vata, Pitta und Kapha. Und diese 3 Typen reagieren auf das Thema Frühstück ganz unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel jemand, der morgens ein warmes Frühstück braucht und ich bereite mir unheimlich gerne ein Porridge zu. Und was ich hier in der Hand habe, hat mit dem heutigen Porridge auch was zu tun. Jetzt geht es an die Zutatenliste. Für unser heutiges Porridge benötigen wir 300 Milligramm Milch, in meinem Fall vegane Milch, Hafermilch. Dann benötigen wir 50 Gramm Haferflocken. Ich nehme immer ganz gerne die zart schmelzenden Haferflocken, gerne auch Dinkel. Dann habe ich mir hier ein bisschen Obst zusammengestellt, bestehend aus Trauben, Äpfel und Blaubeeren. Dann habe ich hier eine kleine Ingwerknolle. Jetzt kommen wir hier zu dem lustigen Gebilde, das ist Kurkuma. Da benötigen wir natürlich nicht alles, aber ein kleines bisschen. Dann habe ich hier ein paar Nüsse. In meinem Fall sind es Pekannüsse. Ich mag Pekannüsse unheimlich gerne. Und nun kommen wir auch schon zu unserer lustigen Versammlung von Teelöffeln. Auf dem einen Teelöffel befindet sich Kokosöl, auf dem anderen Teelöffel befindet sich Mandelmus. Dann habe ich einen Teelöffel Zimt und einen kleinen Teelöffel mit gemahlenem Kardamom. Einen kleinen Nachtrag möchte ich noch bezüglich der Zutaten mit auf den Weg geben. Natürlich ist es so, dass ihr nicht 1:1 diese Zutaten benötigt, um ein ayurvedisches Porridge herzustellen. Also gerade beispielsweise bei dem Obst ist es wichtig, dass es immer saisonal ist. Also darauf legt Ayurveda auch sehr viel Wert. Das ist ja dieser Begriff Desha, zurück zu den eigenen Wurzeln, sprich wirklich das Obst verwenden, was gerade Saison hat. Dann bei dem Teelöffel Kokosöl, da könnt ihr natürlich auch Ghee nehmen oder beispielsweise hier bei unserem lustigen Bilde der Kurkuma, da könnt ihr natürlich auch gemahlenen Kurkuma nehmen. Auch was die Nüsse betrifft, probiert euch da einfach aus. Das sind meine Lieblingsnüsse. Ihr könnt aber natürlich auch Cashews nehmen, ihr könnt Haselnüsse nehmen, Walnüsse, alles was ihr mögt. Und auch was die Portionen angeht, könnt ihr natürlich auch variieren. Also ihr müsst natürlich keinen Teelöffel Zimt nehmen, es reicht auch die Hälfte. Auch bei dem Mandelmus könnt ihr auch Erdnussmus nehmen oder Haselnussmus, einfach irgendein Nussmus, was euch gefällt. Und bei dem Kardamom könnt ihr natürlich auch dosieren, wie ihr mögt. So, jetzt geht's aber an die Zubereitung. Als allererstes widmen wir uns unserem lustigen Ingwer und unserem lustigen Kurkuma. Da es sich bei diesem Ingwer um ein Bio-Ingwer handelt, können wir die Schale mit oder beziehungsweise sollten sogar die Schale mit verwenden. Und zum Kurkuma komme ich gleich. Ich persönlich mag den Ingwer immer sehr klein in meinem Porridge. Also ich schneide ihn wirklich ganz klein und fein. Einfach deswegen, weil ich persönlich mag es nämlich nicht so gerne, wenn man dann auf so ein großes Stück Ingwer beißt, weil der Ingwer ist ja dann doch sehr geschmacksintensiv. Und genau, aber das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Und jetzt kommen wir hier zu unserem lustigen Gebilde. Ich schneide euch das gerade mal auf. Schaut euch das mal an. Der Hauptwirkstoff ist hier Kurkumin, das ist dieser leuchtende Farbstoff und der fördert auch die Gallenproduktion. Und generell ist Kurkuma auch ganz großartig bei fetten Speisen, denn dieser Stoff wirkt gegen Verstopfung und lindert Entzündung der Darmschleimhaut. Außerdem, und das ist nämlich auch nicht ganz unwichtig, wirkt Kurkumin sich auch positiv auf die Senkung der Blutwerte aus. Also es ist durch und durch eine wirklich wahre Wunderknolle. Das brauchen wir natürlich jetzt nicht im Gesamten. Ich schneide mir da einfach ein kleines Stück von ab. So, das reicht mir schon. Und auch hier, es ist Bio
Kurkuma. Das heißt, ich kann auch hier und sollte auch hier die Schale mitverwenden, weil hier natürlich die ganzen Vitamine stecken. So. So, dann kann es jetzt weitergehen. Jetzt geht es an die Zubereitung. Als erstes stelle ich natürlich den Herd an und dann fahre ich erstmal auf volle Hitze hoch, gebe dann mein Kokosöl in den Topf, war der Fachausdruck. So. Jetzt reduziere ich die Hitze schon mal ein bisschen. Es duftet schon so herrlich. Und in das Kokosöl gesellen sich jetzt mein Teelöffel Zimt, deswegen ist es auch wichtig, dass wir wirklich jetzt mit der Temperatur runterfahren. Es duftet. Herrlich. Und dicht gefolgt auf meinen Zimt kommt mein Kardamom. In das Zimt- und Kardamombad gesellen sich jetzt nun auch mein Ingwer und mein Kurkuma. Jetzt reduziere ich die Hitze wieder. Und nun kommt meine Hafermilch. Und meine Haferflocken. Diese Gewürze, die duften so herrlich, die erfüllen die ganze Küche. Jetzt kann ich mit der Hitze auch noch mal ein bisschen hochfahren. Oh, das sieht schon so toll im Topf aus. Ich tausche meinen Kochlöffel jetzt gegen meinen Schneebesen aus, damit sich auch hier der Zimt schön lösen kann. Jetzt fahre ich die Hitze noch einmal etwas hoch. Und wie man sehen kann, verfestigt sich allmählich mein Porridge. Das heißt, ich kann auch die Hitze jetzt wieder reduzieren. Und das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen vor sich hin köcheln lassen. Da sieht man es schön. Die Masse geht schon etwas langsamer mit. Während mein Porridge vor sich hin quillt, mache ich jetzt nun meine Pfanne an und gebe da meine Nüsse und mein Obst hinein. Ist das nicht ein wundervolles Bild? Farbenfroher geht's doch gar nicht mehr. Ich lasse die Nüsse und auch das Obst tatsächlich nur ganz kurz andünsten. Im Ayurvedischen ist es wichtig, dass wir die Mahlzeiten warm zu uns nehmen. Das tut einfach unserem Körper gut, es tut unserer Verdauung gut, die tut sich wesentlich leichter, wenn die Speisen schon erwärmt sind. Und deswegen versuche ich natürlich auch immer alle Speisen warm zu mir zu nehmen. Und ich sage euch, das duftet so herrlich, ich bin schon richtig abgelenkt. Und nach dem erwärmenden Tête-à-Tête von Nüssen und Obst können wir nun endlich anrichten. Ich freue mich. Jetzt geben wir erstmal unser Porridge in unsere kleine Schüssel. Dann folgt unser Nussmus. Das können wir auch schon direkt einrühren. Das verläuft schon so herrlich. Und nun folgt unser Obst. Und unsere Nüsse nicht zu vergessen. Schaut euch das mal an, ist das nicht großartig? Wer möchte, kann zur Süßung natürlich noch etwas Agavendicksaft hinzugeben oder Honig oder was immer einem auch beliebt. Und jetzt geht's ans Probieren.
Porridge ist wirklich eine Umarmung von innen. Die Süße der Früchte, die leichte Schärfe durch den Ingwer, dieses Pikante durch den Kurkuma und der Crunch, den die Nüsse einem geben. Ich sag's euch, es ist einfach hervorragend. Ich glaube, dass dieses Porridge auch jeden überzeugt, der mit Porridge gar nicht so viel am Hut hat. Einfach mal ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich werde es mir jetzt schmecken lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald, eure Mangal.